Hallo und willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen, ist, wir wollen das Mikrofon von unserem Handy mal ein bisschen ausnutzen. Und ja, das werde ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Wir werden einfach nur aufnehmen und dann mal schauen, ob es funktioniert oder auch nicht. Genau, ja. Also wir brauchen als allererstes mal einen Media Recorder zum Aufnehmen. Also ich habe natürlich wieder mal wie immer hier so einen Button, auf dem steht Record bzw. Rec einfach nur und der ruft die Funktion Send auf. Ja, mehr macht es nicht. Also wir brauchen einen Media Recorder. Ähm, Rec gleich New Media Recorder. So, ähm, das ist mal das allererste, was wir brauchen. Und dieser Recorder braucht zunächst einmal natürlich seine Input-Ressourcen. Das heißt, wir setzen erstmal bei Rec die ähm, Set Audio Source da unten. Setzen wir einfach mal auf Media Recorder. Punkt. Und dann Audio Source. Punkt. Mikrofon. Wir wollen ja selbst aufnehmen. Und dann setzen wir das Output-Format, beziehungsweise den Encoder erstmal noch. Set Audio Encoder auf Media Recorder. Punkt. Output-Format. Und hier können wir bestimmen, was wir reinpacken wollen, beziehungsweise was wir raus haben wollen. Hier AAC ist ein Format, das kann man ganz gut benutzen. WebM kennt ihr vielleicht alle. Ich werde einfach mal ganz normal dieses AMRNB benutzen. Das Format ist optimiert dafür, dass man eben normale Sprache aufnimmt und das ist halt jetzt gerade eigentlich das, was wir hier machen wollen natürlich. Deswegen bietet sich das ja so ein bisschen an. Ja, falls es jemand interessiert, das ist so ein bisschen wie 3GP, beziehungsweise kommt daher. Ja, und deswegen nehme ich den jetzt einfach mal, weil Mikrofon und Sprache sich ja höchstwahrscheinlich übereinstimmen. Okay, dann setzen wir noch das Output-Format. Wir müssen natürlich den Typ bestimmen, in dem wir speichern wollen. Und das wäre Set Output Format hier. Media Recorder. Ihr seht, es ist alles so ein bisschen Setup hier, was wir machen wollen. Output Format und dann natürlich 3GP. Habe ich euch ja gerade gesagt, dass der Output 3GP ist. So, und dann packen wir hier noch eine Output-Datei hin. Rec.setOutput.file. Und hier wollen wir einfach nur den String angeben. Ja, das wird jetzt ein bisschen komplizierter, weil wir den String noch nicht haben natürlich. Jetzt brauchen wir zunächst einmal den String. Den kriegen wir über environment.getExternalStorage nicht Storage State, Storage Directory will ich eigentlich. Get External Storage Directory hier. Und davon brauchen wir den absoluten Pfad. Das gibt uns quasi den Pfad von unserer SD-Karte zurück. Also das ganze Ding hier. Und jetzt möchte ich natürlich nicht direkt auf die SD-Karte ins alleroberste Verzeichnis schreiben. Bisschen blöd. Deswegen packe ich hier noch ein bisschen was hinten dran. Achtung, bei Android funktioniert das wie bei Unix. Da nehmen wir keine Backslash wie bei Windows, sondern normale Slashes. Und sagen hier einen Ordner my records slash Aufnahme Punkt 3GP. So, perfekt. Und da rein möchte ich jetzt natürlich schreiben und das habe ich damit gesagt. So, und wenn ich jetzt hier auf diesen Senden-Button gedrückt habe, beziehungsweise eigentlich könnte ich das doch alles hier hoch kopieren. Das kopiere ich mal hier rein in die... Ja, das packen wir hier rein, weil wir wollen es ja nachher auch wieder stoppen können. Und das muss ja dann derselbe Media Recorder sein. So, hier setzen wir quasi auf, was wir haben wollen. Wir schreiben immer in dieselbe Datei. Und hier oben definieren wir unseren Media Recorder. Und hier fangen wir dann mal an aufzunehmen. Ihr habt gesehen, dass das die onCreate-Methode ist und dass hier einfach eine stinknormale Klassenvariable ist. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr sagen.
So, ja, jetzt wollen wir hier starten, beziehungsweise auch stoppen wieder. Ähm, Das bekommen wir hin, indem wir einfach sagen rec.prepare und dann rec.start. So, das ist quasi schon fast alles. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass wir hier oben ein Boolean festlegen. Boolean is recording gleich false anfangs. Ups. Ich sollte wieder mehr Android programmieren und nicht so viel Python. Naja. Das hier kann uns eine Exception schmeißen und das wird mir doch jetzt hier irgendwie... Nein. Alt-Enter, da haben wir es. Genau, so hätte ich das gerne. Und dieses Start können wir natürlich auch nur aufrufen, wenn wir es auch geschafft haben, das Ganze aufzubereiten. Also, dass wir hier das Verzeichnis auflösen konnten. Es kann ja sein, dass der User zum Beispiel keine SD-Karte eingebaut hat. Und dann können wir hier nicht aufnehmen in dieses Verzeichnis, logischerweise. Ja, und nur dann können wir natürlich hier auch starten und dann können wir hier diesen Boolean auf True setzen. Is recording gleich. Klein schreibt man die hier. Ja, und dann müssen wir hier noch schauen, dass wir unterscheiden. If is recording. Na, wenn wir nicht aufnehmen, dann machen wir das. So. Und ansonsten wollen wir abbrechen bzw. aufnehmen, stoppen. Das machen wir folgendermaßen. Also wirklich, das ist alles, was ihr hier zum Aufnehmen von diesem Code braucht. Das hier ist vielleicht ein bisschen Setup, aber zum Aufnehmen an sich braucht ihr wirklich nur diese paar Sachen hier. Das ist echt fast gar nichts. Zum Stoppen, das geht noch fast einfacher. Wir sagen rec.stop. Genau. Und sagen dann rec.release. Und schon sind wir fertig. Ja, das ist das Coole dran, es geht wirklich ziemlich schnell. Also wenn wir aufnehmen, achso, dann müssen wir hier vielleicht noch den Boolean setzen. Is recording gleich false. Okay. So, ja, jetzt starten wir das Ganze mal und schauen, was passiert. Achso, mir ist gerade aufgefallen, bevor wir starten können, müssen wir natürlich hier noch die Erlaubnis einholen, dass wir das Mikrofon benutzen dürfen. Und das tun wir, indem wir sagen Uses Permission und hier die Android Permission Android.permission Record Audio. So, und dann brauchen wir noch eine zweite Berechtigung, weil wir hier auf die externe SD-Karte speichern, nämlich Uses Permission und zwar Android.permission write Bodenstrich external storage. So, also mit der oberen dürfen wir aufnehmen und aufs Mikrofon drauf zugreifen und mit der hier dürfen wir auf die SD-Karte schreiben. Ach so, und eine Sache noch. Wir müssen hier, wo wir die ganzen Settings gemacht haben, müssen wir tatsächlich dieses Output-Format über den Audio-Encoder setzen. Mir ist gerade ein Error um die Ohren geflogen, deswegen nehme ich das Video jetzt schon ein paar Mal auf, beziehungsweise den hinteren Teil. Ja, und dieses Output-Format muss vor dem Audio-Encoder gesetzt werden. Warum auch immer, der ist da ziemlich zickig, der Media Recorder. Und passt da auf, dass ihr die Reihenfolge wirklich exakt so habt, sonst fliegt es euch wirklich um die Ohren. Gut, und wenn wir das jetzt so starten, dann passiert Folgendes. Wir werden erstmal gefragt, ob wir starten wollen. Und dann sagen wir hier ja. Und hier haben wir den Record-Button. Und wir sehen, hier unten hat sich was getan. Und wenn wir wieder drauf drücken, tut sich wieder was. Ja, und jetzt kriegen wir hier natürlich eine Exception, nämlich eine File Not Found Exception. Das liegt aber nur daran, dass wir einfach auf diesem Emulator keine SD-Karte haben und somit auch nicht auf eine SD-Karte schreiben können. Aber im Prinzip das Aufnehmen funktioniert und das war das, was ich euch zeigen wollte. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.